Hallo zusammen und herzlich willkommen beim neuen Tutorial. Heute zeige ich euch, wie man die Gepäcktaschen an unserem Oldie Mofa richtig montiert. Um diesem Tutorial zu folgen, braucht ihr etwa 10, vielleicht 15 Minuten. Wir benötigen dazu selbstverständlich unsere schönen neuen Gepäcktaschen, wo es in verschiedenen Ausführungen in unserem Shop gibt. Dazu natürlich etwas Befestigungsmaterial, je nach Geschmack habe ich jetzt zum Beispiel hier diese Klemmschellen, die gummierten, auch sonst noch etwas Unterlagen, Gummi, vielleicht ja sogar auch noch ab und zu ein Kabelbinder und etwas Handwerkzeug. Und eignen tut sich das Ganze natürlich für ziemlich jedes Mofa, vor allem Oldie Mofas mit Stangengepäckträger, wo man natürlich die Gepäcktaschen einhängen kann und danach noch fertig fixieren. Wir starten rein, haben hier unsere Gepäcktaschen von unserem Shop. Die haben wir in verschiedenen Farben, verschiedensten Ausführungen auch. Wir gehen jetzt mal vom Klassiker aus. Das sind diese mit den Haken oben zum Einhängen. Da noch die Traggriffe dran und natürlich unten für die Fixierung haben wir die Feder. Das schauen wir jetzt miteinander genauer an. Der erste Punkt ist immer mal die Position bestimmen. Ja, wo soll meine Tasche ganz genau hängen? Das heißt, auf den Gepäckträger aufsetzen und dann haben wir natürlich ein gewisses Spiel. Wir können auf vorderen Anschlag gehen oder halt auch auf hinteren Anschlag. Was da zu beachten ist, ist natürlich immer vor allem auch bei Oldie Mofas mit Rücktrittfunktion, dass man hier mit der Ferse nicht ankommt in der vordersten Position. Da sind wir schon sehr nahe. Beim Treten kann das hier zu Kollisionen mit dem Fuß führen. Entsprechend wäre aber der Vorteil das Gewicht weiter vorne. Nachteilige Gewichtsverteilung ist eher hinten, dafür mehr Tretfreiheit. Also das müsst ihr dann immer selbst entscheiden, wo ihr es genau möchtet. Ich persönlich habe mich eher immer für die hintere Version entschieden, damit ich wirklich hier auch frei bin. Das Einhängen alleine okay, wir schützen somit aber nicht wirklich unseren Gepäckträger. Meist sind das neu verchromte, wunderschöne Gepäckträger, zum Teil auch aus unserem Shop, neue Modelle, wo man natürlich nicht verkratzen möchte. Entsprechend gibt es jetzt vor allem bei dieser Ausführung einen ganz banalen Trick, damit nicht dieses Metall auf dem Gepäckträger hängt und danach mit den Vibrationen Schäden verursacht, gibt es den Trick Number 1. Diese Traggriffe hier zu verstauen, untenrum, auf dieser Seite ebenfalls, untenrum das Ganze wieder richten, dann sind eigentlich die Haken untenrum mit Traggriff, Gummi geschont. Und so ist die Auflage eigentlich schon beinahe perfekt. Wenn wir die nun einhängen, haben wir schon eine sanfte Auflage und das Ganze rutscht schon massiv weniger. Einfach, wer sich für diese Modelle, es gibt diese in verschiedenen Farben, einfach die klassischen Modelle entscheidet, hätte hier schon eine super Option. Natürlich kann jederzeit und immer bei solchen Taschen mit Auflagegummi gearbeitet werden. Gibt es bei uns im Shop und dann könnt ihr problemlos an den entsprechenden Stellen natürlich etwas mit Gummi kommen, herumführen, mit einem kleinen Kabelbinder eine Sicherung geben und dann die Taschen mit den Haken auflegen. Da muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich bleibe jetzt bei meiner Hausmethode mit dem Traggriff unter den Haken. Wir hängen nochmals ein, gehen auf die hinterste Position und schauen nun im nächsten Schritt, dass wir unten den Schwank fixieren. Heißt, irgendwie mit der angebrachten Feder zu arbeiten, dass die uns ein bisschen Zug gibt, dass die Tasche nicht flattert, wenn man über Schlaglöcher fährt. Es ist ein Original Patina Velux jetzt zum Beispiel. Der hat gewisse Gebrauchsspuren, das soll so sein, die sollen aber nicht größer werden wegen einer banalen Tasche. Entsprechend wickeln wir jetzt nicht einfach so die Feder da um die Schwinge und hängen das hier wieder ein. Das würde wieder durch diese Punkte die Schwinge verkratzen mit der Zeit. Das ist zu vermeiden.
Auch hier wieder könnte man natürlich jetzt sagen, Auflagegummi rundherum und dann mit der Feder kommen oder natürlich noch ein Stück schicker, noch ein Stück edler mit diesen Schellen zu arbeiten. Das sind gummierte Schellen. Bei uns im Shop gibt es mit verschiedenen Durchmesserqualitäten. Jetzt haben wir hier 20 mm. Das ist perfekt für Velux-Schwingen. Die Schelle, die bringe ich jetzt in diesem Fall so an, weil wir natürlich vorher schon geschaut haben, wo kommt die Feder hin. Schraube durch, Mutter rauf. Ich weiß schon von vorhin, dass wir ziemlich unten sind. Ziehe das an, da nichts mehr viel verrutscht. Und am besten mit der Stoppmutter so arbeiten, dass wir hier die Feder einhängen können. Würde dieser Haken da noch reingehen, würde er. Entsprechend können wir jetzt nun zur Endmontage vorschreiten. In der Endmontage gehen wir wieder auf unsere Position. Schauen nochmal, passt alles? Ja, wir wollen ja ganz hinten sein. Gut. Kriegen wir die Feder noch rein? Ja, kann ich händisch gleich einhängen. Nun, damit meine Position jetzt zum Beispiel eben hinten so bleibt und die Tasche nicht nach vorne geht, wenn ich bergab fahre und nach hinten rutscht, wenn ich bergauf fahre, machen wir natürlich hier oben eine Fixierung. Dazu ist es und bleibt es etwas vom Einfachsten, mit einem guten alten Kabelbinder zu arbeiten. Entsprechend Kabelbinder um die Lasche ziehen, oben aushängen. Das ist auch wieder eine weitere Sicherung, falls mal ein Schlagloch kommt und die Tasche so quasi hüpfen will. Hinten machen wir dasselbe. Ihr seht hier die Querstange, da können wir natürlich perfekt verbinden. Also, wir fahren hier runter, nehmen das Ding hier hoch und ziehen dann zusammen. Knipsen unsere Binder an der entsprechenden Position und sind eigentlich schon fertig mit der ganzen Montage. Unsere Tasche rutscht nicht mehr nach vorne, auch nicht mehr nach hinten, weil ich am Hintenanschlag bin. Die geht nirgends hin. Und seitlich haben wir auch den Schwank mit der Feder so gesichert, es kann nicht mehr viel passieren. Ab hier zieht es mir die Feder, zieht alles wieder rein und gut ist. Ein weiterer super Effekt, den wir nun erzielt haben, ist auch, dass auch die Rückwand der Tasche nicht an die Schwinge rankommt. Auch die Rückwand, was eigentlich nur so gestärkter Karton oder holzmäßig oder ledermäßig ist, könnte unseren Lack ja beschädigen. Vor allem auch bei Neulackierungen und so weiter. Da will gar niemand wegen einer großen Tour einen Lackschaden in Kauf nehmen. Entsprechend haben wir die Sicherheit jetzt nun mit der Schelle so gelöst hinten, mit der Klemmschelle, dass eigentlich die ganze Tasche jetzt nun hier auf der Schelle aufliegt und nicht mehr irgendwo da am Rohr. Und das ist eigentlich das Ziel der Übung. Rahmen geschützt, Tasche genutzt. In diesem Sinne verabschiede ich mich für heute, wünsche euch ganz, ganz tolle Moff-Ausfahrten und viel Gepäck dabei und viel Spaß. Tschüss und bis zum nächsten Mal.